Kennst du das? Du scrollst durch Instagram oder YouTube und siehst jemanden, der scheinbar mühelos Deutsch spricht. Perfekte Aussprache, keine Pausen, keine Fehler. Und du denkst dir, warum kann ich das nicht? Du vergleichst deinen ersten holprigen Satz mit dem perfekten Video von jemandem, der schon seit Jahren übt. Und in diesem Moment passiert etwas Gefährliches. Du fühlst dich nicht motiviert. Du fühlst dich klein. Dieser Vergleich ist einer der größten Gründe, warum Menschen aufhören, Deutsch zu lernen. Nicht, weil sie zu dumm sind, nicht, weil sie kein Talent haben, sondern weil sie sich ständig mit dem falschen Maßstab messen. Wir sind es gewohnt, uns zu vergleichen. In der Schule mit Noten, in sozialen Medien mit Followern und beim Sprachenlernen mit anderen Lernenden. Das Problem ist, du siehst nur das Ergebnis, nie den Weg. Du siehst das Video von heute, nicht die 1000 peinlichen Versuche davor. Du siehst die 3 Minuten, in denen jemand gut aussieht, nicht die 3 Jahre Übung dahinter. Social Media macht es noch schlimmer. Dort zeigt niemand seine Fehler. Niemand postet das Video, in dem er den Satz 3-mal neu anfängt. Du vergleichst also dein echtes Leben mit der bearbeiteten Version von jemand anderem. Hier ist die Wahrheit. Dein Weg zu Deutsch ist einzigartig. Niemand hat deine Muttersprache, deine Lernzeit, deine Fehler, deine Fortschritte. Ein Vergleich mit jemand anderem ist deshalb nicht nur unfair, er ist bedeutungslos. Es ist, als würdest du die Größe eines Baumes mit der einer Blume vergleichen und sagen, dass die Blume schlecht gewachsen ist. Der einzige Vergleich, der zählt, ist der mit dir selbst von letzter Woche. Sprichst du heute freier als vor 7 Tagen? Das ist Fortschritt. Das ist der einzige Maßstab, der wirklich etwas bedeutet. Was kannst du konkret tun? Erste Technik. Vergleiche dich nur mit deinem gestrigen Ich. Führe ein kleines Tagebuch, geschrieben oder gesprochen, in dem du jede Woche festhältst, was du diese Woche auf Deutsch geschafft hast. Ein neues Wort benutzt. Einen Satz ohne Nachdenken gesagt. Einen Anruf auf Deutsch gemacht. Nach einem Monat liest du zurück und siehst schwarz auf weiß. Du bist weitergekommen. Nicht im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu dir. Zweite Technik. Kuratiere, was du siehst. Wenn ein bestimmter Account oder ein bestimmtes Video dich jedes Mal runterzieht, dann folge ihm nicht mehr. Zumindest nicht jetzt. Das ist keine Schwäche. Das ist Selbstschutz. Du entscheidest, welchen Input dein Gehirn bekommt. Umgib dich stattdessen mit Menschen und Inhalten, die dich ermutigen, nicht mit Inhalten, die dich beschämen. Dritte Technik. Feiere kleine Fortschritte laut. Sag es dir selbst oder noch besser, sag es jemandem: Ich habe heute einen Satz auf Deutsch gesagt, ohne zu übersetzen. Das klingt klein. Ist es aber nicht. Jeder kleine Fortschritt, der laut ausgesprochen wird, wird im Kopf stärker verankert als einer, der nur schweigend passiert. Aber Moment. Heißt das, du sollst nie wieder auf andere schauen? Nein. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Vergleich und Inspiration. Und die meisten Menschen verwechseln die beiden ständig. Vergleich sagt: Ich bin schlechter als du. Ich werde das nie schaffen. Er macht dich klein und raubt dir die Motivation, weiterzumachen. Inspiration dagegen sagt etwas völlig anderes. Zeig mir, wie du das gemacht hast, damit ich daraus lernen kann. Schau dir also ruhig Menschen an, die etwas weiter sind als du.
Ein Muttersprachler, ein fortgeschrittener Lerner, jemand mit einem YouTube-Kanal wie diesem hier. Aber schau nicht hin, um dich klein zu fühlen. Schau hin, um zu lernen. Frag dich bei jedem Video, was macht diese Person anders als ich? Welche Technik könnte auch für mich funktionieren? Welchen einzelnen Tipp kann ich heute übernehmen? Sobald du diese Frage stellst, verändert sich alles. Aus einem gefährlichen Vergleich, der dich runterzieht, wird ein nützliches Vorbild, das dich nach vorne bringt. Der Unterschied liegt nicht darin, wen du dir ansiehst, sondern warum du hinschaust. Weißt du, was Vergleich wirklich kostet? Nicht nur ein schlechtes Gefühl für einen Moment. Vergleich ist einer der Hauptgründe, warum Menschen komplett aufhören, eine Sprache zu lernen. Sie fühlen sich so weit hinter anderen, dass sie denken, es hat keinen Sinn mehr. Sie geben auf, nicht weil sie es nicht könnten, sondern weil der Vergleich ihnen die Motivation genommen hat. Genau deshalb ist das, worüber wir hier sprechen, keine Kleinigkeit. Es entscheidet oft darüber, ob du in 3 Monaten noch dabei bist oder ob du aufgegeben hast. Deshalb noch ein letzter Gedanke. Definiere deinen eigenen Erfolg, bevor andere ihn für dich definieren. Vielleicht bedeutet Erfolg für dich, eine Bestellung im Restaurant zu machen. Vielleicht bedeutet es, ein Telefonat zu führen. Es muss nicht bedeuten, akzentfrei zu klingen wie ein Muttersprachler. Schreib dir auf, was Fortschritt für dich persönlich bedeutet. Und dann misst dich nur noch daran. Nicht an fremden Maßstäben, sondern an deinem eigenen Ziel. Also, hör auf, deinen Anfang mit dem Ende eines Fremden zu vergleichen. Dein einziger Konkurrent ist die Person, die du letzte Woche warst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere. Deutsch ohne Angst. Für mehr ehrliche Tipps zum Deutschlernen. Schreib mir in die Kommentare. Womit vergleichst du dich am meisten? Wir sehen uns im nächsten Video.